Hallo, Hallo. wir haben heute das Thema Neid, Neid und Missgunst. Das hat ja keiner so gerne und trotzdem ist es da. Ja, Neid ist das Gegenteil von ich bin toll. Ne? Also entweder wir haben das Gefühl, wir sind super und haben alles im Griff, oder wir gucken irgendwo hin und merken, oh, das fehlt mir und ich bin neidisch und das hätte ich gerne und das würde ich gerne. Also es ist wie so diese zwei Pole. Ne? Mhm. Und da sieht man ja schon, dass das ein Muster einfach vom Denken ist, Ja. ne? Wo sich gerne so in zwei Polen verstrickt. Und wir sehen da einfach nur einen kleinen Teil. Also wenn wir dann auf jemanden gucken und wir sind auf jemanden neidisch oder auf irgendeine Situation oder irgendwas, sehen wir eigentlich nur einen ganz kleinen Bruchteil. Ja. Wir sehen da nur einen Bruchteil und sind auf das neidisch. Und gleichzeitig fühlen wir uns aber auch mega klein, weil wir haben das Gefühl, das ist groß und das wollen wir gerne. Oder das fehlt uns noch in unserem Genau. Leben drin. Ne? Dabei sehen wir nur ein ganz kleines Spektrum, Ja. ne? Von jemandem, der vielleicht was geschafft hat oder mehr Follower hat oder mehr Likes hat. Wir sehen nur ein kleines Spektrum, aber wir sehen nicht das ganze Leben von ihm. Ne? Und wir haben aber das Gefühl, dass wir genau dieses Spektrum bräuchten für unser Leben, damit wir glücklich sind. Und das ist so diese Fehlinterpretation, die wir da rein interpretieren. Wir erleben da eigentlich so eine Fiktion. Also es ist eigentlich eine fiktive Persönlichkeit, die wir uns ausmalen von uns selbst, dass wir das brauchen, um vollkommen zu sein. Und da hilft schon manchmal diesen Realitätscheck zu machen und wirklich zu gucken, oh, fehlt jetzt hier was? Fehlt hier in dem Moment was? Oder ist das erst gekommen, als ich das gesehen habe? Und oft merkt man da schon, dass ja hier im Moment eigentlich gar nichts fehlt. Dass der ja eigentlich sehr vollkommen ist, ne? Auch wenn vielleicht manche Unannehmlichkeiten vielleicht gerade da sind. Und das holt einem wie schon wieder zurück, so ins Jetzt und in diesem Feld von deinem Leben, würde ich mal sagen, ne? Oder dieser Ganzheit vom Leben. Und manchmal ist dann trotzdem aber so diese Enge da im Körper. Also deshalb finde ich das auch so schön, Überheblichkeit mit reinzunehmen. Ja. Also, weil Überheblichkeit ist nichts anderes als diese Kleinheit. Also auch in der Überheblichkeit sind wir in der Kleinheit, weil wir haben das Gefühl, wir haben irgendwas geschafft und fühlen uns jetzt mega toll und haben das Gefühl, wir müssen jetzt der Welt das erzählen oder wir müssen, oder wir sind, keine Ahnung, aber wir haben das Gefühl, wir sind super. Und auch das ist klein, weil in dem Moment schalten wir das andere aus. Also unseren Misserfolg schalten wir aus und haben das Gefühl, ja, jetzt sind wir erfolgreich. Und dann stürzen wir wieder ab in den Misserfolg, kommen in den Neid und haben wieder diese Kleinheit. Also das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit in der Kleinheit. Hoch und runter, ne? Und was wir brauchen, ist den Weg raus aus der Kleinheit. Und da finde ich das ganz schön, was der Karim gesagt hat, so sich erstmal zu öffnen, überhaupt hier zu sein und zu gucken, was fehlt denn wirklich. Also ja, und vielleicht anfangen zu merken, dass da vieles schon da ist und halt sich auch darum zu kümmern, um diese körperliche, also um diese körperlichen Resonanz, die diese Kleinheit vom Denken auslöst. Und die ist oft in dieser Enge, ne, die wir spüren. Ja. Und die ist aber auch wirklich wie genetisch vorprogrammiert. Also Ja. wir haben den Neid und die Überheblichkeit eigentlich von Generationen, schleppen wir mit rum. Ne? Und das ist was, wo man sich eigentlich wie drum kümmern muss. Ja. Ne? Und wir schlagen auch da vor, das durch den Körper auszudrücken. Also nicht den Neid und die Überheblichkeit eigentlich weghaben zu wollen, ne? Sondern mit einer größeren Wahrnehmung die zu fühlen und auszudrücken. Ja. Zum Beispiel mit unseren Shaking-Meditationen, ne, oder Atemmeditationen. Ne, wirklich Neid zu spüren. Ne, diesen Hass auf das andere, ich will das haben, das ist eigentlich drin in unseren
Genen. Ne? Und wir haben alle versucht, das weghaben zu wollen. Ne? Religionen versuchen das zu verneinen. Die Spiritualität, die sagt, wir sind doch alle eins. Du darfst keinen Neid haben oder das darfst du nicht fühlen. Und doch ist es ja irgendwie da. Ne? Genau, also hinten dran läuft das Programm ab. Ja, genau. Ne? Und das ans Licht zu bringen, das ist die Heilung. Ja. Wir müssen das ans Licht bringen. Wir müssen uns eingestehen, ich bin überheblich oder ich bin neidisch. Und ich kann das fühlen und ich kann das ausdrücken durch meinen Körper. Und das ist der Weg, in dem das von uns abfallen kann. Also das kann nur abfallen, wenn wir das ins Licht bringen, wenn wir das angucken, wenn wir das fühlen und merken, wir sind mehr oder wir können das wieder loslassen. Ne? Ja, das ist einfach auch wirklich, wie eigentlich ein Gefühl eigentlich entsteht, sich aufbaut und wieder sich auflöst. Ne? Ja. Das sind nicht wir, also wir stecken nicht in dem Neid drin oder in der Überheblichkeit drin. Aber wenn wir das glauben, dass wir da neidisch sind, erschaffen wir eigentlich eine Fiktion und versuchen das natürlich wie weghaben zu wollen oder irgendwie in eine Position zu kommen, wo wir eine gewisse Überheblichkeit halt einfach haben. Ne? Und beide Positionen fühlen sich nicht gut an, weil sie auch nicht deinem Natur entsprechen. Und deshalb ist für uns ein Schlüssel, mit einer Klarheit drauf zu schauen, auf Neid und Überheblichkeit. Vielleicht ein bisschen Humor auch, also so ein bisschen Humor dazu. Das nicht so ernst zu sehen. Ne? Die Scham zu verlieren, neidisch zu sein oder überheblich zu sein. Man kann das manchmal wie auch als Inspirationsquelle zu sehen oder so, dass, vielleicht ist da auch irgendein Potenzial in mir, das gelebt werden will und ich lebe es nicht. Weil wenn wir wirklich unser Potenzial leben, wenn wir wirklich unsere Inspiration vom Leben ausdrücken können, ist kein Neid da und keine Überheblichkeit. Da ist einfach ein Ausdruck vom Leben, der raus will. Und der vergleicht auch nicht. Der Mind vergleicht. Der Mind vergleicht und steckt in Schubladen. Aber das, was deine Natur ist und was unsere Natur ist, vergleicht nicht. Die drückt sich aus. Die drückt sich aus in seiner ganzen Fülle. Und das ist was, wo befreit aus der Enge vom Neid und der Überheblichkeit. Weil das ist auch das, was wir suchen. Also wir haben das Gefühl, wir sind neidisch auf das und haben das Gefühl, wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Und das stimmt nicht, weil die Enge noch da ist. Wenn wir aber im Fluss sind, wenn wir unser Potenzial leben, unsere Schritte gehen im Leben, kreativ sind wir im Fluss. Und das ist eigentlich das, was wir suchen. In diesem Neid ist eigentlich, wir wollen uns lebendig fühlen, wir wollen uns frei fühlen, wir wollen uns fühlen, dass wir wirklich leben, das echt zu sein, verbunden zu sein mit dem Leben. Also das ist eigentlich die Sehnsucht. Und nicht die in dem Follower Neid steckt. Ne? Ja. Oder die Likes oder das Kleid oder das Auto oder das Geld oder so. Ne? Wir suchen eigentlich nicht wirklich das. Ja. Und deshalb ist es so wertvoll, mit Klarheit drauf zu schauen. Ne? Und nicht das Gefühl zu verdammen, ich darf jetzt nicht neidisch sein oder überheblich sein, sondern wenn das Gefühl kommt, mit Klarheit drauf zu schauen. Ne? Es wie da sein zu lassen, zu fühlen, auszudrücken und loszulassen. Und wieder in die Weite zu kommen. Und das ist sogar, ich meine, es braucht mega Mut, zum Beispiel zu sagen, hey, ich bin neidisch auf dich. Und wenn du aber das zu jemandem sagen kannst, wirst du merken, in dem Moment löst sich schon ganz viel. Ja. Weil bei dir ist das wie raus und da kommt so, der Druck lässt nach und plötzlich siehst du den anderen und merkst, naja, so neidisch bin ich ja doch nicht, vielleicht auf das, aber ich habe ja auch, also plötzlich geht wie was auf. Ne? Also es ist so dieses, das so zu zeigen und ans Licht zu holen, das braucht es. Ja, ne? ja. Die größte Kraft hat es, wenn es hinten dran so unbewusst, also man sich der Neid oder Missgunst wie gar nicht bewusst ist. Ja.
dann hat es eigentlich meistens die größte Kraft, ne? Hält dich gelähmt Zerstörerisch, ja. oder auch macht dich so sarkastisch, also so zynisch. Ne? Aber wenn du wie mutig eigentlich, wie so dazu stehst und das als Gefühl wahrnimmst oder als genetisches Muster, was eigentlich wie so abläuft, das Leben so in Schubladen reinzustellen oder zu kategorisieren, dann befreit man sich davon. Dann befreit man sich von diesem Grip von dem. Ne? Und dann ist Neid und Überheblichkeit wie ein einfaches Konzept vom Mind, der sich ausdrückt in Fiktionen. Also er erfindet was. Er erfindet wie so einen Sinn in dem. Ne? Aber es heißt ja nicht, dass das wahrhaft ist oder real ist. Also es ist wie so ein Film. Ne? Man geht ja auch ins Kino und erkennt, dass der Film nicht echt ist. Ne? Und so ist das eigentlich mit dem Neid und Überheblichkeit. Ne? Wenn man erkennt, dass das nicht echt ist und real ist, ne, wird es wie freier. Also das ist ein Film, der abläuft. Ne? Aber nicht du bist da drin und du kriegst was von dem Neid oder es zerstört dich, sondern da ist eine Freiheit, damit umzugehen. Ja, könnt uns gerne schreiben, wie es euch damit geht, mit dem Thema, ob ihr das auch kennt und was eure Erfahrungen sind. Freuen uns. Ja. Ganz eine schöne Zeit wünschen wir euch. Ciao. Tschüss.